Und jetzt geht's weiter, denn jetzt kommen wir zum Abschluss des Tages schon, des heutigen Tages, Tag 1. Da werden wir uns jetzt mit Same-Day und Next-Day Premium-Lieferung sozusagen, darauf seid ihr spezialisiert. Wir haben uns nämlich auch auf so einer Last-Mile-Veranstaltung in Berlin mal kennengelernt und schon da habt ihr überzeugt mit eurem Konzept der Schnelligkeit, der Optimierung, die dahinter steckt und dem ganz freshen Ansatz, den ihr da wirklich mit ins Spiel gebracht habt. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Du bist hier als Success Story für PTV Logistik. Das heißt, auch da geht es wieder darum, du machst wirklich die Praxis-Teilnahme möglich an deiner Erfolgsgeschichte, wie du es umgesetzt hast, wie die einzelnen Prozesse zum Erfolg geführt haben. Da freuen wir uns sehr drüber. Deswegen begrüßt bitte ganz herzlich, Abschluss des Tages ist auch immer eine Nummer, Ben Stolze, Dr. Ben Stolze hier von Urbify. Hi! So, du hast alles, das ist dein Drücker. Traumhaft, vielen Dank. Super. Ja, du hast es schon gesagt, ich stehe jetzt zwischen euch und der Abendveranstaltung. Ja. Deswegen nehme ich mir extra Zeit. Ja. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich fasse mich kurz, genau, da geht es auch schon los. Also was sind wir, Urbify? Wer uns noch nicht kennt, gerade schon richtig anmoderiert, wir sind spezialisiert auf Same- und Next-Day-Lieferungen auf der letzten Meile. Das heißt, man kann eigentlich sagen, wir sind eine DHL in sexy. Ja, das kann man eigentlich so sagen. Unser Ursprung liegt darin, dass wir eigentlich mal als Technologiefirma gestartet sind und eigentlich unsere Software lizenzieren wollten an Leute, die einen genau solchen Service an den Start bringen wollten. Das Problem war nur, wenn man sich nicht selber darum kümmert, dann funktioniert es halt nicht so gut. Deswegen haben wir kurzerhand gesagt, okay, wir machen das Operative auch noch selbst. So, das heißt, wir haben eigentlich eine Kombination aus Technologie und dem Operativen, was dazu kommt. Jetzt stellt sich die Frage, warum braucht es eine DHL in sexy? Da gehe ich direkt mal drauf ein. Naja, wenn man viel im Online-Bereich unterwegs ist, und ich glaube, viele hier im Raum haben auch schon mal Online-Sachen bestellt, dann spielt die Liefererfahrung eine wichtige Rolle. Und ich glaube, das ist bei jedem anderen Logistikanbieter oder bei jedem anderen Logistikservice genauso. Wenn man unzuverlässig ist, wenn man unpünktlich ist, wenn man keine Transparenz bietet, wenn man nicht die Möglichkeit für Flexibilität einräumt, dann ist natürlich die Liefererfahrung dahin. Und damit auch eigentlich in den meisten Fällen die Erfahrung mit demjenigen, der den Versand vorgenommen hat. In unserem Falle dann hauptsächlich Online-Shops oder größere Online-Brands. Und was wir festgestellt haben, ist, dass ganz viele Gründe für Abbrüche im Verkauf von Online-Artikeln damit zusammenhängt, welche Lieferoptionen habe ich, wie kundenorientiert sind diese Lieferoptionen und ist genau das dabei, was ich eigentlich mir wünsche, ne? Beispielsweise an einem bestimmten Tag meine Lieferung zu erhalten, kann ich bei der DHL nur bedingt machen oder bei anderen Anbietern. Dann, dass ich das Ganze am nächsten Tag erhalte, auch ein ganz wichtiges Thema, extrem schwierig, oder gar sogar am selben Tag. Und das nächste Thema, das Thema der Transparenz, ne? Jeder hat das mal von uns gesehen, diese ganzen Tracking-Lösungen, die da draußen am Markt existieren. Ich glaube, da kann man immer mal, sein Lotto gewinnen. Also an dem Tag, wo das Tracking funktioniert, sollte man Lotto spielen, weil man einfach so viel Glück an dem Tag hat, dass man sich da auf jeden Fall drüber freuen sollte. Jetzt ist die Frage, warum sollte man denn jetzt sich darauf fokussieren und einen hervorragenden Lieferservice anbieten? Warum macht man nicht einfach und geht nicht einfach her und sagt, ja, ich kann ja auch für 2,30 Mark ein Paket quer durch die Republik schippern. Warum soll ich das denn jetzt mit einem Anbieter wie Urbify machen? Naja, zuallererst ist es so, die Kunden sind inzwischen verwöhnt. Das heißt, ob ich jetzt ein Gorillas, ein Flink, viele von denen existieren nicht mehr, aber die Convenience, die dadurch entstanden ist für die Kunden, ist extrem groß. Das heißt, man wartet nicht mehr gerne 3 oder 4 Tage auf seine Lieferung, sondern man möchte sie im allerliebsten Falle sofort haben, wenn nicht spätestens am nächsten Tag. Das heißt, mit uns ist es auf jeden Fall schon mal möglich zu sagen, dass zwischen Online-Kauf und Erhalt der Ware nur noch eine sehr, sehr kurze Zeit liegt, nämlich die kürzeste Zeit, die man physikalisch eigentlich auf die Straße bringen kann und damit eigentlich dann die Lieferzeit um 50% reduziert wird. Meistens tatsächlich noch viel mehr. Das nächste Thema ist, wenn ich natürlich als Kunde online einkaufe und ich eine tolle Erfahrung habe, sowohl im Shop aus dem richtigen Sortiment auswählen kann, aber natürlich auch eine geile Liefererfahrung habe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass ich ein weiteres Mal bestelle. Und ich glaube, auch das lässt sich wieder extrapolieren auf jeden anderen Bereich für Logistik-Services. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir immer wieder in den Vordergrund stellen, gerade bei der Akquise von Neukunden, ist das ganze Thema Customer Care. Ja, das heißt, wir kennen das alle. Ich weiß nicht, wo der Fahrer ist, irgendjemand wird angerufen, man muss sich darum kümmern. Ein Kunde beschwert sich, da ist irgendwas falsch gelaufen, die Palette wurde falsch abgestellt oder das Paket wurde falsch zugestellt. All solche Sachen
verursachen Kosten bei dem Versender und im Zweifelsfall auch bei dem Carrier. Dadurch, dass wir aber sagen, naja, wir haben A, die Transparenz durch unsere Technologie, der wir in der Lage sind, das ganze Thema vernünftig auf die Beine zu stellen und aber auch die Kommunikation mit dem Empfänger direkt eingehen, sind wir in der Lage, diese Kosten für den Versender um 50% zu reduzieren. Ich gehe nochmal auf die 3 anderen Punkte ein. Es ist eigentlich selbsterklärend, aber für unsere Kunden relativ wichtig. Carrier Concentration, das heißt, ich habe jemand anders als die DHL oder Hermes, der mit uns etwas versendet. Net Promoter Score ist, glaube ich, für jeden hier im Raum relevant. Wie zufrieden ist denn der Kunde, der Empfänger mit der Logistiklösung? Auch das ein ganz wichtiges Thema, im Durchschnitt um 20% höher mit uns im Vergleich zu anderen Anbietern. Und gerade im Online-Shopping, Average Order Value, auch ein Thema, was ganz wichtig ist. Das heißt, wie hoch ist der Warenkorb, den ich im Endeffekt online bestelle? Auch dieser steigt mit dem Service von uns. So, und das ist jetzt mal ein ganz wichtiges Thema, was für uns extrem relevant ist und ich glaube auch für jeden anderen hier im Raum. Was wir aktuell im Markt mitkriegen, ist natürlich, dass der Kostendruck sehr hoch ist und gerade auch von Auftraggebern da das Interesse besteht, irgendwie die Preise zu drücken. Und gerade aus diesem Grund liegt es an uns Gedanken zu machen, uns zu überlegen, was können wir denn tun, dass wir eigentlich einen zusätzlichen Mehrwert bieten und nicht mehr nur auf dieser ganzen Kostengeschichte rumreiten. Und da haben wir uns jetzt zumindest mal in dem Kontext Online-Shopping, ich bin der Meinung, das lässt sich mit Sicherheit auch auf andere Industrien übertragen, mit dem ganzen Thema CAC und CLV auseinandergesetzt. Ganz wichtiger Slide, was ist CAC, was ist CLV? CAC ist die Customer Acquisition Cost, das heißt die Kosten, die ich aufwende, um einen Kunden zu akquirieren. Und der CLV ist der Customer Lifetime Value, das ist das, was ich mit dem Kunden verdiene über den entsprechenden Zeitraum, wo der Kunde bei mir ist. Logischerweise verdiene ich nur dann Geld, wenn der CLV größer ist als der CAC. Das ist eigentlich die Quintessenz. Aber was das Wichtige bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich natürlich in der Lage bin, durch eine entsprechend hohe Servicequalität diesen CLV einerseits in seiner Steigung zu erhöhen, dadurch, dass ich beispielsweise höhere Warenkörbe erziele, mehr Aufträge von diesem entsprechenden Kunden bekomme oder aber auch in der Lage bin zu sagen, ich habe eine entsprechend höhere Frequenz, in der bestellt wird, dann bin ich in der Lage, diesen Break-Even-Punkt, sage ich jetzt mal, von dem CAC und dem CLV nach vorne zu schieben. So, das ist das, was wir machen und wir haben mit einigen von unseren Kunden gesprochen. Ich kann das, glaube ich, hier im Raum sagen, die Kollegen sind nicht da, sind übrigens ja auch Optiflow-Kunde, deswegen glaube ich, darf ich das. Das sind die Kollegen von HelloFresh. Was haben die festgestellt? Das sind diese Kochboxen. Da ist es so, wenn ich die erste Lieferung perfekt durchführe, dann erhöht sich tatsächlich dieser CLV von den entsprechenden Kunden um Faktor 3,8. Das ist gigantisch. Das heißt, wie wichtig ist es, dass man gerade in dem Logistikbereich einen hervorragenden und herausragenden Service anbietet? Man kann es gar nicht stark genug unterstreichen, wie wichtig das ganze Thema ist. Ich glaube, jetzt hat man so ein bisschen verstanden, wo wir herkommen, was wir so machen. Hier nochmal ein paar Geschichten, wo machen wir das? Wir machen das in 80 Städten aktuell in Deutschland, erreichen mit unserem Netzwerk, was wir aufgebaut haben, 20 Millionen Einwohner, 60% der deutschen E-Commerce-Kaufkraft und seit Mitte letzten Jahres sind wir auch in Österreich, in Wien bzw. Niederösterreich aktiv. So, jetzt stellt sich die Frage, wie sind wir jetzt in diesem ganzen Potpourri an Anbietern am Markt aufgestellt? Wir sind im Endeffekt technologieführend. Wir haben, ich glaube, als einziger Anbieter am Markt eine vollständig integrierte End-to-End-Lösung, sprich vom Lagerstandort des Versenders bis hin zur Türschwelle des Empfängers kommt alles aus eigener Hand, bis auf natürlich durchaus zentrale Komponenten, nämlich die ganze Thematik von PTV und das Routing, komme ich gleich zu. Und wir differenzieren uns natürlich sozusagen auf der X-Achse, nämlich, dass wir auf der einen Seite das Beste aus zwei Welten mitbringen. Auf der einen Seite kennen wir die klassischen Anbieter, hoher Grad der Konsolidierung, hohe Effizienz, sehr geringe Kundenorientierung. Und die ganzen Kollegen, die wir hier rechts sehen, sehr, sehr hohe Kundenorientierung, allerdings keine Konsolidierung und Effizienz auf der letzten Meile. Was machen wir? Wir bewegen uns so weit, wie es geht, auf der X-Achse nach rechts. Bedeutet, wir versuchen die höchstmögliche Kundenorientierung zu erreichen, bei gleichzeitiger Sicherstellung von Effizienz, nämlich dass wir die Konsolidierungseffekte wahrnehmen können. Dann funktioniert das Ganze auch und dann kann das Ganze ein Erfolg werden. Wir sind also die Zukunft auf der letzten Meile, 1,2 Millionen Shipments im letzten Jahr gemacht. Oh, hier ist sogar die Revenue-Zahl drin. Also 13 Millionen Revenue im letzten Jahr, das werden wir dieses Jahr ungefähr verdoppeln. Wir mit 13 Warehouse-Locations in Deutschland und Österreich. Unser Headquarters in Berlin und in Zagreb ist unser Development Hub.
Das heißt, da sitzen unsere ganzen Softwareentwickler. Und wir haben einen Private Equity Investor an Bord. Vielleicht sagt die Firma InPost jemand etwas. Das ist der Kollege, der InPost damals gekauft und an die Börse gebracht hat. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir eigentlich mal aufs Eingemachte, nämlich das Thema, was das Routing angeht. Und wir haben ja gerade eben schon über das Thema Disposition gesprochen. Und ich glaube, das ist ein wirklich spannendes Thema, weil wir in unserem Ursprung ja, ich sage mal, ein Softwareunternehmen sind. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, keiner der Leute, die sozusagen die Firma aus der Taufe gehoben hat, kommt ursprünglich aus der Logistik. So, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir 10.000 Zustellungen am Tag in 2 Ländern vornehmen und wie gesagt 18 bzw. 13 Locations, die wir da haben, was ist denn die Schätzung, wie viele Disponenten wir bei uns in der Mannschaft haben? Vielleicht mal so ein Handzeichen, 2 Stück, sehe ich da. Bietet jemand mehr? 3 Stück. Sehr gut, es sind 0. Das heißt, genau das, was gerade eben schon angesprochen wurde, ist das, was wir schon von Anfang an in unserer Softwarearchitektur mit berücksichtigt haben, nämlich dass wir gesagt haben, es wird kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass diese gesamte Routenplanung vollständig automatisiert durchgeführt werden muss. Das ist Stand jetzt schon der Fall und das ist auch dank PTV genau der Fall, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine Routing-Lösung, die es uns ermöglicht, die Routenplanung vollständig automatisiert durchzuführen. Und gleichzeitig, ich sage mal, den Personalaufwand an der Stelle zu sparen, aber auch die Effizienz zu generieren, die wir brauchen. Jetzt ist es aktuell so, wir nutzen den PTV Developer. Ich habe jetzt schon so viele Sachen über Optiflow gehört, also wir sind auf jeden Fall auch heiß darauf, Optiflow zu nutzen. Wenn diese 8% tatsächlich stimmen, ich habe es mir gerade eben schon auf meinem Taschenrechner ausgerechnet, das wird auf jeden Fall Spaß machen, wenn diese 8% stimmen. Deswegen, das Wichtige an der Stelle ist halt, glaube ich, zu embracen, dass das ganze Thema Software und Technologie, gerade in der Logistik, wo wir alle wissen, das ist jetzt nicht das margenträchtigste Geschäft, dass wir da alle hingehen und sagen, wir müssen uns auf die Technologie fokussieren und uns überlegen, okay, was können wir aus der Technologie alles rausholen. Und gerade eben, was der Sebastian auch gezeigt hat mit Optiflow, spricht meines Erachtens nach für sich und die Frage ist eigentlich nur, wie integriert man es in die eigene Lösung. Genau. Warum ich meine, die gute Nachricht oder der Beleg dafür, dass wir uns, was diesen Ansatz angeht, auf dem richtigen Weg befinden. Alle anderen, ich glaube, ich habe eben schon Kollegen von Fiege irgendwo gesehen, aber es sind auf jeden Fall alle anderen, die sich jetzt in dem Markt rumgetrieben haben, verschwunden. Das heißt, dieser Automatisierungsansatz, von dem ich gerade gesprochen habe, ist hier mit Sicherheit genau der richtige und gibt uns an der Stelle recht. Jo, schön und gut. Ich glaube, das ist das, was wir alle sagen können. Das ist eigentlich das Ergebnis aus dem, was ich gerade einmal besprochen habe. Diese ganzen Marken vertrauen uns und das ist der Service, den wir an der Stelle anbieten. Und jetzt komme ich wieder zu dem, was das Thema Routing angeht. Das Wichtigste bei der ganzen Geschichte, was wir tun, und ich glaube auch das lässt sich übertragen auf jeden anderen Logistikservice, ist das Thema Transparenz. Das heißt, wir erreichen mit unserem Service deutschlandweit und auch in Österreich nachhaltig 99% Zustellerfolg beim ersten Zustellversuch. Und das in der Paketindustrie. Macht kein anderer, schafft kein anderer. Das ist aber das, was wir jeden Tag replizierbar machen. Wie erreichen wir das? Wir erreichen das durch eine entsprechende Kommunikation, aber auch durch eine verlässliche Planung, die dann aber auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Ich glaube, es hilft keinem, wenn wir sagen, ich habe eine 5-stündige Tour, ich drücke da 60 Pakete rein und der Fahrer kann es am Ende des Tages nicht umsetzen. Hat keiner was davon, hat keiner gewonnen. Das heißt, es kommt immer darauf an, einerseits die Planung richtig zu machen, aber dann natürlich auch die Umsetzung realisieren zu können. Und das ist genau das, was wir tun. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, in der Zusammenarbeit mit dem PTV-Developer einerseits zu gucken, hey, wie können wir das Ganze vernünftig und automatisiert integrieren und auf der anderen Seite zu überprüfen, ist denn die Planung auch realistisch? Und so kommen wir oder sukzessive iterieren wir uns dann daran, sicherzustellen, dass die Kunden auch entsprechend erfolgreich beliefert werden. Ein weiteres Thema, was wir auch noch machen, ist eine Abendlieferung. Das heißt, das sind auch nochmal Sachen, wo wir sagen, wir müssen uns darauf fokussieren, wie denn tatsächlich unsere Kunden aufgestellt sind. Wir stellen nämlich dann zu, wenn die Kunden auch tatsächlich zu Hause sind. Ja, wenn ich von 9 bis 18 Uhr als DHL-Mann zustelle, wie häufig treffe ich denn da jemanden an? Relativ selten. Deswegen landet es häufig beim Nachbarn oder wie ich gestern machen durfte, ich durfte zur DHL-Packstation gehen. Nicht Packstation, Paketshop. Und da habe ich dann erstmal wieder eine halbe Stunde meines Lebens zugebracht, weil ich da in der Schlange stand. So war es zumindest in Berlin. Das heißt, das machen wir alles nicht. Und da hilft uns, wie gesagt, PTV. Wir stellen im Endeffekt die Adressen zur Verfügung von unseren Zustellungen, die wir zu erledigen haben und erhalten dann das Feedback von der PTV.
Erstmal in einem größeren Rahmen, dass wir sagen, okay, unser Zustellzeitfenster ist 16 bis 21 Uhr und dann wird das Ganze, wie wir hier sehen können, eingegrenzt auf ein einstündiges Zeitfenster. Da ist unsere OTD ungefähr bei 85%. Also On-Time-Delivery in einem einstündigen Zeitfenster across, also all die 80 Städte, die ich gerade gezeigt habe, schaffen wir 85% On-Time-Delivery. All das vollständig automatisiert, die Kommunikation, das Tracking, alles, was dazu gehört. Ich habe es eingangs gesagt, also grundsätzlich bieten wir jetzt aus unserer Hand einmal das Komplettpaket an, das heißt von dem Order Placement im Online-Shop, dann erfolgt das Fulfillment, das erfolgt natürlich nicht durch uns, das macht der Versender, Pickup Injection, das ganze Processing im Warehouse, das heißt Scanning, Labeling, Sorting, all diese Lösungen kommen dann noch dazu. Wir machen das Line-Haul-Netzwerk in Deutschland, das heißt die Middle Mile, das heißt die Distribution von den Paketen aus den Injection Hubs über das gesamte Netzwerk in Deutschland und Österreich. Und dann kommt es, wie gesagt, zur Tourenplanung und das läuft aktuell über den PTV Developer. Und ich glaube, das ist, komme ich gleich noch einmal dazu, wie da die Zusammenarbeit gestartet ist, haben wir auch schon einmal berichtet gehabt. Das ist das zentrale Thema, weil da natürlich entschieden wird, sind wir mit dem ganzen Ding profitabel oder nicht. Mehr als 50% unserer Kosten fallen im Endeffekt auf der letzten Meile an und alles, was wir da an Effizienz rausholen können, ist natürlich Gold wert. Genau. Und dann im Endeffekt die Zustellung auf der letzten Meile wieder über die eigene Lösung. Das hier ist ein Snapshot von unserer Softwarearchitektur. Ich habe es eingangs gesagt, wir sind eigentlich ein Tech-Unternehmen, so hat das Ganze mal angefangen. Wir machen nicht alles selbst, es gibt ein paar Sachen, die wir natürlich mit Partnern machen. Und ich kann das einfach nur noch mal bekräftigen, was hier vorhin gesagt wurde. Weil, erstens, wir haben von der ersten Kontaktaufnahme mit PTV bis zur fertigen Integration in unser System und dann auch die Durchführung der automatisierten Routenplanung keine, ich würde mal sagen, 4 Wochen gebraucht. Das war gigantisch. Ja, das schafft man natürlich nur, wenn man auch eine entsprechend technische Kompetenz auf der anderen Seite sitzen hat. Weil, ich sage mal so, wenn man jetzt mit einem größeren Online-Retailer sich integrieren möchte, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber das kann auch gerne mal 8, 9 Monate dauern. Ja, und da ist eigentlich die technische Integration viel weniger anspruchsvoll als bei dem ganzen Thema der PTV. Das heißt, einerseits einfach zu integrieren. Wahnsinn. Zweites Thema, Best-in-Class Algorithms. Da müsste ich jetzt nochmal sagen, von dem, was ich heute gehört habe, ist ja jetzt Conundra bzw. Optiflow Teil der PTV, aber mir wird immer wieder gesagt, dass das ganze Thema Optiflow noch interessanter wäre. Das heißt, da müssen wir nochmal reingucken. Das nächste Thema, Scalability. Also das ist eigentlich das, worum es bei uns bei der ganzen Geschichte geht. Wir haben jetzt in kürzester Zeit, also wir wachsen ungefähr 150% annualisiertes Wachstum pro Jahr. Das sind natürlich Wachstumsraten, da wollen wir nicht in irgendeiner Art und Weise jemals an die Limitation kommen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass das Ganze skalierbar bleibt. Wir haben vorhin in einem anderen Vortrag auch über das Thema On-Premise was gehört und Cloud-basiert. Natürlich muss das in unserem Falle Cloud-basiert sein, zumal die On-Premise-Lösungen auch in der Regel viel zu teuer sind. Und dementsprechend ist auch da die Skalierbarkeit gegeben, die Verfügbarkeit gegeben. Und was auch wichtig ist, kann ich an der Stelle auch sagen, wir machen das jetzt 2020 jetzt in der Zusammenarbeit. Es wäre so, wenn wir natürlich unsere Routen nicht geplant bekommen, wir haben keinen Zettel und keinen Stift zur Hand. Das heißt, wir hätten ein gigantisches Problem, wenn die Routenplanung nicht funktionieren würde. Wir hatten es noch nie bis heute, dass die Routenplanung nicht funktioniert hat oder wir da irgendwie in Teufels Küche gekommen wären. Das heißt, auch da die Zuverlässigkeit von der API-Schnittstelle, die wir angebunden haben, ist ebenfalls super. Und ich glaube, der letzte Punkt ist auch ein Thema, was vorhin von Sebastian gefallen ist, was ich auch sagen muss. Und ich meine, wir wissen alle, wie das so ist mit den Geschäftsbeziehungen. Manche sind besser und schöner als andere. Aber was man wirklich sagen muss, die Zusammenarbeit mit der PTV ist extrem partnerschaftlich. Man versucht, sich gegenseitig weiterzuentwickeln oder sich zu pushen. Man spricht offen und ehrlich über Problemstellungen, um da zu schauen, was man da machen kann und wie man da vorgehen kann. Und das gilt sowohl für die Business-Seite als auch für die technische Seite. Das heißt, auch die Zusammenarbeit zwischen unserem Tech-Team und den Kollegen bei der PTV ist ein supergeiler Austausch und ist auf jeden Fall eine Sache, die uns sehr viel Spaß macht. Und da sehen wir auf jeden Fall jetzt noch die nächsten Schritte, die wir da zusammen machen werden, insbesondere in Richtung Optiflow. Ich kann's nicht mehr sagen, aber es ist wirklich so, ich bin heute wieder hier gewesen, kann ich es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen und zu gucken, dass wir das auch hinkriegen. Genau.
Gut, jetzt sehen wir hier nochmal einmal den Prozess. All diese Prozessschritte, was ich da sage, es basiert am Ende des Tages alles auf dem Routing, auf der Planung, auf dem, wie gut das Ganze funktioniert und dann natürlich am Ende des Tages auch die Qualität, die der Service ausmacht. Und das wäre, wie gesagt, alles nicht möglich ohne die entsprechend zuverlässige Routenplanung. Genau. Hier vielleicht noch ein geiles Gimmick. Ich habe es gerade eben nochmal gesagt, es sind ja auch vielleicht nochmal ein paar Ideen, die man hier mitnehmen kann. Was wir jetzt eingeführt haben auf unseren Tracking-Pages, ist, dass unsere Kunden beispielsweise unten schon auf wieder neue Produkte verweisen können. Was meine ich damit? Ich will einfach nur anregen, ganz häufig in der Logistik, wie gesagt, die Diskussion, die wir haben, wird immer wieder gern gesagt, ja, das kann aber noch irgendjemand billiger, mag ja sein, aber wenn man genau mit solchen Sachen um die Ecke kommt, ich glaube, da kann man sich nochmal sehr stark und gut differenzieren, weil am Ende des Tages der Kostendruck, der rührt ja daher, dass am Ende des Tages die Umsatzseite im Moment ein bisschen unter Druck gerät. Und wenn wir noch was dazu leisten können, dass die Umsatzseite wieder steigt, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Deswegen das nur noch mal als kleiner Insight von unserer Seite, was wir jetzt eingeführt haben, vielleicht in Ihrem Geschäft auch noch mal relevant. Genau. Letzte Übersicht. Viele von diesen Konzepten und von diesen Ideen, die wir da haben, lassen sich natürlich auch auf unterschiedliche Bereiche anwenden. Ich habe jetzt über den Bereich ganz links die ganze Zeit gesprochen gehabt. Das ist auch gut und wichtig für uns, ist auch ein sehr großer Geschäftsbereich. Aber wir sind auch beispielsweise bei dem Rewe Lebensmittellieferservice deutschlandweit der größte Partner. Ist vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen worden. Das heißt, auch da lassen sich genau diese Prinzipien, von denen ich gerade gesprochen habe, anwenden. Auch das Thema eine gefrorene letzte Meile in Zusammenhang mit Dr. Oetker haben wir jetzt auch am Laufen, aktuell nur in Berlin. Das sind alles Dinge, wo man dann im Endeffekt genau diese Technologie auch auf unterschiedliche Bereiche anwenden kann und das Ganze skalierbar bleibt. Sehr gut. Und ich bin auch gut in der Zeit, wir können auch Fragen nehmen. Applaus. Vielen herzlichen Dank. Okay. So, also jetzt habt ihr hier den Ben. Welche Fragen habt ihr an ihn? Er geht jetzt Thema ziemlich frisch an, ne? Also November 2019 gegründet und dann ging es los. Ja. Aber wie gesagt, es ist ein anderer Ansatz. Ich will das auch, wie gesagt, einfach nochmal zum Verständnis her. Wie gesagt, es war kein Logistiker bei der Gründung dabei, deswegen waren wir völlig, ich sag mal, eigentlich ahnungslos, kann man schon fast sagen, wie wir an die Sache rangegangen sind. In manchen Dingen haben wir mit Sicherheit viel Lehrgeld bezahlt, aber in anderen Bereichen war es wahrscheinlich auch der richtige Weg, weil wir stets versucht haben, Technologie zu nutzen, um möglichst mit einem kleinen Team da durchzukommen. Also auch vielleicht da nochmal dazu, was ich gerade eben gesagt habe, diese 10.000 Zustellungen, die wir da am Tag machen, es gibt tatsächlich bei uns 30 Leute. Sowohl, und da ist das Tech-Team schon mit integriert, die das tagtäglich bewegen. Ja. Wahnsinn. Schon echt enorm. Habt ihr noch Fragen an Ben im Moment? Weil Marie hat noch nicht fertig gekocht, ne? Also wir können nicht denken, dass wir jetzt hier gleich essen gehen können. Wir haben noch Zeit. Na gut, dann frage ich euch jetzt mal einzeln ab, was ihr von heute mitgenommen habt. Nee, echt super cool. Sag mal, der weitere Rollout, also 50 Städte habt ihr schon. Welche Kooperationen strebt ihr noch an oder worauf legt ihr jetzt den größten Wert? Ja, also aktuell sind es 80, aber wir versuchen eigentlich, dass wir in unseren Standorten, wo wir aktuell aktiv sind, Postleitzahlgebiete aufzuschalten. Das heißt eigentlich den Fußabdruck für die jeweiligen Regionen, wo wir bereits sind, zu vergrößern. Das ist ein Thema. Wir sind jetzt in Wien, in Österreich aktuell nur in Wien und Niederösterreich. Da gibt es jetzt schon noch mal ein paar Überlegungen, ob man nicht noch mal nach Graz oder Innsbruck geht. Das muss ich natürlich auch alles irgendwo rechnen. Ich glaube, das ist Stand jetzt aktuell, glaube ich, die wichtigste KPI für alle. Und genau, also da wird es noch ein bisschen was geben. Frankfurt beispielsweise, dass dann noch Mainz und Wiesbaden dazukommt, wo wir aktuell noch nicht sind. Das sind jetzt erstmal die Schritte. Also nichts Übergroßes, aber erstmal kleinere Schritte. Sag mal, und als ihr 2019 gegründet habt, was waren so eure größten Herausforderungen? War es das Kapital am Anfang? Waren es irgendwie Herausforderungen verwaltungstechnischer Art? Oder also was war denn beim Gründen die größte Herausforderung? Also es waren, ich meine, die sind sehr vielfältig am Anfang, aber ich glaube, das eine Thema ist das Wachstum, genau das, was du gesagt hast mit dem Kapital. Wir haben ganz am Anfang keinen Investor gehabt. Und jeder, der so ein bisschen in der Branche ist, kennt es wahrscheinlich, dass die Partner, mit denen auf der Transportseite zusammengearbeitet wird, da sage ich jetzt mal, die Zahlungsziele
die Zahlungsziele relativ kurz sind, wohingegen auf der anderen Seite von unseren Kunden die Zahlungsziele relativ lang sind. Das heißt, man muss da eine ganze Menge vorfinanzieren und je nachdem, wie schnell man dann dabei wächst, kann das schon mal ein bisschen der Schuh drücken. Okay. Und im Endeffekt, Aber da hat eine Bank an euch geglaubt, oder wie habt ihr es geschafft? also, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, hat erstmal die Familie an uns geglaubt. Damit hat es angefangen und später war es dann auch die Bank, die daran geglaubt hat. Dann hat irgendein Factoring-Anbieter an uns geglaubt und so hat sich das dann alles in die richtige Richtung entwickelt. Und später dann der Investor, der dann sozusagen die meisten Probleme gelöst hatte. Super schön. Ja, toll. Also ich freue mich sehr. 22 habe ich euch kennengelernt. Schön, dass wir uns jetzt hier wieder treffen in dem Rahmen. Auf jeden Fall. Freut mich total. Und deine Leidenschaft, dein Enthusiasmus ist ungebremst. Also wenn es so weitergeht, go for it. Machen Let's wir. rock the logistics. Danke, Ben Stolze. Super. Danke dir.